Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Hier bin ich wieder. Schön, dass wir uns an die Wahrheit erinnern können, dass wir uns verbinden können, dass wir einen Kreis der Sühne bilden können, einen Kreis der Wahrheit, einen Kreis des Erinnerns an die ewige Liebe, die in uns wohnt, an diesen ewigen Frieden, der uns von Gott gegeben worden ist. Und für mich zeigt sich das immer wieder, diese Idee des Friedens, diese Idee der Freude und des Glücks. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Das ist eine Tatsache. Das ist die Wahrheit. Wenn ich tief in mich gehe, dann erfahre ich vollkommenes Glück, weil Gott dort ist. Und es kann nur mein Denken sein. Es kann nur mein Denken sein, das mich nicht erlaubt, dieses Glück zu fühlen, zu erfahren. Es gibt keine äußeren Faktoren, die mir dieses Glück wegnehmen. Es ist keine Welt da draußen, die mir was vorenthalten kann. Glück, Frieden, Freude, Sicherheit. Es gibt nichts da draußen. Ich bin nur ich, der sich das selber vorenthält. Und für mich ist es ein ganz praktischer Kurs. Für mich ist es wie eine Inventur in jedem Moment zu sehen. Wie glücklich macht mich das gerade, was ich denke? Wenn es mich nicht glücklich macht, denke ich ohne Gott und ich brauche Berichtigung. Und das nennen wir Sühne. Die Sühne ist eine ineinandergreifende Kette der Vergebung, die, wenn sie vollständig ist, die Sühne ist. Es ist immer wieder die Frage, wie sehr bin ich bereit, mich in meinem Geist berichtigen zu lassen. Die Wahrheit berichtigt alle Fehler in meinem Geist. Der Heilige Geist, seine einzige Funktion ist, mich zu berichtigen, mir Vergebung zu lehren, das genau dasselbe ist. Aber er kann es nicht gegen meinen Willen tun. Wenn ich nicht bereit bin, zu sehen, dass ich ohne Gott denke, dass ich mich geirrt habe in meinem Denken, dass ich in Wahrheit überhaupt nicht denke, weil Denken ist immer mit Gott. Denken hat einen glücklichen Ausgang. Wenn es keinen glücklichen Ausgang hat, ist es nicht Denken, ist es Halluzinieren. Und das Geistestraining lehrt mich den Unterschied zwischen Denken und Halluzinieren. Wenn ich halluziniere, bin ich im Konflikt, bin ich nicht glücklich und brauche Berichtigung. Es ist immer wieder dasselbe, es ist so einfach und doch so leicht zu vergessen. Wie leicht vergesse ich darauf? Wie leicht glaube ich, es gäbe eine Welt da draußen, die mir was antut. Die Ursache ist, dass ich nicht glücklich bin. Diese Situation, diese Pandemie, dieser Nachbar, diese Partner oder diese Kinder oder diese Regierung, die tun mir was an. Gott sei Dank ist es nicht so. Gott sei Dank bin nur ich der Einzige, der sich dieses Glück vorenthält. Weil es in meinem Geist die Ursache ist, kann sie berichtigt werden. Und das ist das Tolle, das ist das Wunder, zu sehen, nichts ist draußen, nichts tut mir da draußen was an. Ich tue mir das nur selber an. Und ich will es mir nicht mehr selber antun. Ich habe genug. Ich habe genug, mir selber das anzutun. Es muss doch einen besseren Weg geben. Der Schmerz des meines eigenen Halluzinierens
Hat mich so verzweifelt gemacht, hat mich so unglücklich gemacht, so verloren, so depressiv, dass ich bereit bin, es aufzugeben, dass ich bereit bin, Berichtigung in meinem Geist geschehen zu lassen. Es geht immer nur um mein Ja zum Geschehen zu lassen, weil die Berichtigung ist nicht von mir. Sie kommt vom Heiligen Geist, von meinem geheilten Geist. Der Heilige Geist ist nichts anderes wie mein geheilter Geist. Sie geschieht in mir, aber sie ist nicht von mir. Ist das nicht unglaublich? Ich kann mich natürlich nicht selber berichtigen. Ich bin ja der, der es gemacht hat und der an das glaubt, was er gemacht hat und es so wirklich nimmt und so ernst nimmt. Und es schaut ja so ernst aus, so wirklich aus. Und so lasse ich Berichtigung geschehen in meinem Geist. Ich lasse mich berichtigen, weil ich mir es nicht mehr selber antun will. Ich will wieder zu geistiger Gesundheit erwachen. Ich will wieder zu der wirklichen Beziehung von Ursache und Wirkung von Gott und ich bin eine Wirkung für immer erwachen. Ich will meine geistigen Luftschlösser, meine Halluzinationen nicht mehr aufrechterhalten. Geistige Gesundheit ist mein oberstes Ziel. Geistige Gesundheit ist das, was ich erfahren will. Geistige Gesundheit ist von Gott, von meiner Quelle. In ihm bin ich geistig gesund. Hier und jetzt. In diesem Moment bin ich bereit, jede Idee in meinen Geist berichtigen zu lassen, die mich nicht glücklich macht. Jede Idee über alles. Wir geben heute das Seminar Corona im Licht. Jede Idee will ich berichtigen lassen. Ich habe nicht recht in meinem Denken. Ich will nicht fortfahren, so zu denken, in eine Richtung, die mich nicht glücklich gemacht hat. Ich will mich berichtigen lassen. Heiliger Geist, berichtige mich. Heile mich. Hier und jetzt. Hier und jetzt. Berichtigung passiert immer hier und jetzt. In Gott gibt es keine Zeit, im Heiligen Geist gibt es keine Zeit. Hier und jetzt lasse ich mich berichtigen. Hier und jetzt erwache ich. Immer nur hier und jetzt. Keinen einen anderen Augenblick, sondern hier und jetzt lasse ich mich wieder dem Universum zurückzuerstatten, werde ich wieder Teil des Ganzen. In diesem Ganzen hat es niemals Konflikt, hat es niemals Unglück gegeben. Es war nur eine wilde Fantasie in meinem Geist. Und jetzt werde ich das zur geistigen Gesundheit wieder zurückerstatten. Das ist ganz einfach. Was hat dies mit der Welt zu tun? Nichts. Es hat mit einem Prozess in meinem Geist zu tun. Es hat nur mit einem Prozess in meinem Geist zu tun. Mit einer Berichtigung. Mit einem Aufheben von etwas, das niemals in Wirklichkeit war, aber sehr wahr in meinem Geist ist. All diese Sachen, Verzweiflung, Traurigkeit, Einsamkeit, Krankheit, Depression, unglücklich sein, sehr wirklich in meinem Geist. In Gottes Geist nicht, hat es niemals bestanden. Es ist unmöglich, das Unmögliche ist nicht geschehen. Aber in meinem Geist ist es sehr wirklich. Deshalb kann ich nicht sagen, es ist nicht wahr. Nein, für mich ist es sehr wohl wahr. Deshalb lasse ich es berichtigen. Und wenn ich es berichtigen lasse, dann erkenne ich, dass es niemals wahr war. Eine Geschichte in meinem Geist. Ohne wirkliche Wirkung. Ohne wirkliche Ursache. Ursachlos, würde Jesus sagen. Gibt dem Ursachlosen keine Bedeutung. Es ist ursachlos. Es hat keine Bedeutung. Nur in meinem Geist. Und dort lasse ich es jetzt berichtigen.
weil ich will mein natürliches Erbe wieder erfahren, den Frieden Gottes, seine Freude, seine Liebe, sein Glück, das Geborgensein in ihm, das mich getragen zu fühlen. Das ist, was ich erfahren will. Mein natürliches Erbe. Und so werden diese Blockaden entfernt aus meinem Bewusstsein, aus meinem Geist. So sage ich dir Danke, mein lieber Bruder, dass du mit mir stehst. In diesem Prozess, den wir Sühne nennen, in diesem Prozess der Berichtigung, der Vergebung, der, wenn sie vollständig ist, die Sühne ist. Und so haben wir wieder Tausende von Jahren eingespart. Vater, heile mich, berichtige mich in meinem Geist. So kommt Frieden zu uns. Das ist unser einziges Ziel, diesen Frieden wieder zu erfahren. Danke, mein lieber Bruder. Ich danke dir so sehr für deine Bereitschaft. Es erfordert keine Meisterschaft, nur Bereitschaft. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag im Frieden und wir sehen uns bald. Heute gibt es mit Andrea, mit Gestner, mit mir, Corona im Licht um 10:30 Uhr in meinem Zoom-Raum. Steht alles ganz genau im Flyer. Ich lade dich herzlich ein. Fühl dich herzlich willkommen und umarmt. Lass dich auf ein Abenteuer ein. Das Erwachen deines Geistes. Und so sage ich Dank und wir sehen uns in einem Augenblick. Und ich umarme dich. Gott segne einen jeden von uns.